Herr Dr. Ulrich Fegeler, herzlich willkommen zum weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung 2022 mit dem Schwerpunkt 10 Jahre Kölner Urteil. Und vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, hier für ein Gespräch zur Verfügung zu Gerne. stehen. Sie sind ja heute eigentlich in zweifacher Position hier. Einmal vertreten Sie das deutsche Kinderbulletin „Jedem Kind eine Chance“, das den Aufruf zum weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung seit einigen Jahren ja immer auch mit unterstützt. Und zum anderen waren Sie vor 12 Jahren in einer sehr wichtigen Position, nämlich Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V. und haben somit zu diesem Thema ja sicher eine besondere Beziehung, was damals vor 10 Jahren passierte nach dem Kölner Urteil. Wir möchten Sie erstmal etwas gern persönlich kennenlernen. Wie kamen Sie eigentlich dazu, sich in Gremien so langfristig zu engagieren? Kinder- und Jugendärzte als solche gibt es ja viele, aber Ihr Weg, der war ja doch besonders und das würde uns interessieren, wie das gekommen ist. Ja, vielen Dank erstmal für diese Einladung und für dieses Gespräch, was ich gerne führe mit Ihnen und ich hoffe auch mit denen, die diesen Podcast oder was auch immer, wie man ihn nennen soll, interessiert zuhören. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe seit langer Zeit schon kinderpolitisch gearbeitet und habe in dieser Zeit ähm, äh, begonnen, mich mit ganz anderen Themen zu beschäftigen. Es ging eigentlich um die Kinder, die von vornherein wenige Chancen haben. Das sind die Kinder, die meist aus sozioökonomisch ganz schwachen Familien kommen und gleichzeitig eben auch aus einer sehr bildungsfernen Umgebung. Das ist auch heute nach wie vor noch ein Problem. Und diese Kinder zeigen signifikant schlechtere Entwicklungsdaten als andere. Aber das ist nicht heute das Hauptproblem. Nur das war der wesentliche Einstieg. Und damals dachten wir, das geht am besten über eine vernünftige Sprachförderung. Und mittlerweile sind wir eines Besseren belehrt. Wir wissen, es geht nur darüber, dass man diese Kinder so früh wie möglich sozusagen außerfamiliär in ihrer Grundentwicklung stimuliert. Und dann haben diese Kinder eine ganz normale Chance, wie jedes andere Kind auch. Aber das war sozusagen mit der Aufhänger, weswegen ich mich kinderpolitisch beschäftigt habe. Und es gibt ein gutes Beispiel. In Österreich gibt es eine große Gesellschaft, die sich ausschließlich mit politischer Kindermedizin beschäftigt. Und wir sind letztendlich diesem Beispiel ein bisschen gefolgt. Und damals hatte ich einen ausgesprochen ähm, für das Thema der Kinder aus armen, bildungsfernen Familien offenohrigen Chef, der das gerne aufgegriffen hat. Und wir haben eigentlich auf allen Pressekonferenzen, die wir hatten, dieses Thema auch immer ventiliert. Und dann kam plötzlich dieses Kölner Urteil. Das war für uns alle unerwartet. Nun muss ich sagen, gab es immer schon einen Teil der Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte, die sich sehr kritisch mit der Beschneidungspraxis auch damals auseinandersetzten. Aber das war überhaupt kein tragendes Thema gewesen. Aber das Kölner Urteil hat ja zum ersten Mal gesagt, dass eigentlich die Beschneidung eine erlaubte Körperverletzung ist. Und das war eine sehr wichtige Begrifflichkeit, die hier reinkam. Die Frage ist, warum es erlaubt ist und auf welchen Hintergründen diese Erlaubnis passiert. Aber der Begriff der Körperverletzung blieb bestehen. Das ist eine ganz Hm. wichtige Feststellung gewesen damals. Und wir haben uns dann natürlich überlegt, indem wir uns auch klug gemacht hatten, auch hier Kinderchirurgen gefragt haben, wie ist es denn eigentlich, wie notwendig ist denn zum Beispiel die Beschneidung bei relativ einfachen Formen der Präputialadhäsionen oder wie auch immer. Und die sagten uns alles, ist überhaupt nicht notwendig. Es gibt eigentlich kaum einen medizinischen Grund für eine Beschneidung. Es gibt eine ganz bestimmte Hauterkrankung, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, aber da ist eine Beschneidung sinnvoll. Man kann manchmal Beschneidungen im Rahmen von Korrekturoperationen für richtig halten, wenn aber ohnehin am Penis ich sag mal, nicht Missbildungen, aber in der Entwicklungsphase Probleme aufgetreten sind. Auch dann ist es möglich, im Rahmen der prosthetischen Korrektur hier Beschneidungen oder zumindest Teilbeschneidungen zu machen. Aber ansonsten, es gibt überhaupt keinen Grund.
Und in der Beschäftigung eigentlich mit dem Thema ist eigentlich vielen von uns sehr schnell klar geworden, der einzige Grund liegt eigentlich in kulturellen Praktiken beziehungsweise letztendlich in religiösen Überzeugungen. Und da haben wir uns natürlich gefragt, inwieweit kann es sein, dass auf einem gewachsenen Menschenrechtsbild es sein kann, dass man solche Körperverletzungen, die durch nichts eigentlich begründet sind, dass man solchen Körperverletzungen zustimmt. Und wir haben da eben letztendlich die Schlussfolgerung geführt, dass die irreversible, ja, es wurde vielfach der Begriff der Verstümmelung gebraucht. Wir haben das medizinisch etwas eleganter formuliert und haben gesagt, dass also medizinische Korrekturoperationen am Penis durch nichts gerechtfertigt sind, wenn sie nicht einen entsprechenden medizinischen Hintergrund haben. Und dass eben in diesem Zusammenhang sich dann all die kulturellen Hintergründe beziehungsweise auch die Religion schlicht und einfach bewegen müssen und sich einem Menschenbild öffnen sollten, welches den ja von der UNO verabschiedeten Menschenrechten gerecht wird. Das war damals der Grund. Ja, danke. Jetzt sind Sie ja schon sehr weit. Sie sind ja gleich aufs Kölner Urteil zu sprechen gekommen. Ich habe es auch hier nochmal ausgedruckt gehabt. Es ist nämlich eigentlich wirklich ganz, ganz klar zusammengefasst am Anfang. Eine religiös motivierte Beschneidung der Vorhaut eines männlichen Säuglings ist auch mit Zustimmung der Kindeseltern eine Körperverletzung. So ist Gemäß es. § 223 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Also die Kölner RichterInnen haben einfach nach geltendem Recht geurteilt Ja, und waren ja noch äußerst moderat in dem Sinne, dass man von diesem Verbotsirrtum ausging. Das heißt, die Person wurde nicht bestraft, weil man davon ausging, die konnte nicht wissen, dass sie etwas Verbotenes tut. Also damit wurden ja auch die gesellschaftlichen Realitäten durchaus integriert in das Urteil. Nicht? Und angenommen, das ist ja auch sehr wichtig. Ja, fiel uns natürlich damals auch sehr auf. Ich sage mal uns, das stimmt eigentlich noch so gar nicht, weil zum Beispiel ich war damals noch gar nicht engagiert. Also als der BVKJ schon längst für den Kinderschutz Partei ergriff, da gehörte ich auch noch zu den Betroffenen, die sich erstmal sammeln mussten, ob sie jetzt damit in die Öffentlichkeit gehen, damit man nicht sagen kann, es gibt gar keine, die das kritisch sehen, auch ihren eigenen Zustand. Wir waren dann noch so etwas zerstreut und fanden uns dann im Laufe dieser sehr schnellen Debatte. Aber der Deutsche Bundestag hat ja dann schon sehr schnell am 19.07.2012, wir haben das von Frau Rupprecht auch nochmal geschildert bekommen, jetzt im Rahmen der Vorbereitung zum weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung, hat ja sehr schnell eigentlich das Ende der Debatte bereits vorausgenommen. Und was haben Sie da als Fachärzte damals gesagt, dass die dann beschließen, dass unter der Vermeidung von unnötigen Schmerzen so etwas grundsätzlich erlaubt werden soll? Also hat es schon mal ein Gesetz gegeben, wo man sagt, Kindern kann man nötige Schmerzen, das wäre der Umkehrschluss, dann zumuten? Wie haben Sie das aufgenommen damals? also es gab ja eine klare Stellungnahme damals der Deutschen Akademie für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, die sich da vollkommen gegen ausgesprochen hat. Der hat gesagt, im Prinzip ist das unethisch alles. Abgesehen davon, dass dieser Eingriff insbesondere bei Säuglingen gar nicht ohne Schmerzen verlaufen kann. Denn wenn man hier tatsächlich eine Schmerzlosigkeit herbeiführen wollte, würde das einen ganz erheblichen anästhesiologischen Aufwand benötigen. Und dieser Aufwand ist ja durch diesen Eingriff durch nichts gerechtfertigt, denn dieser Aufwand hat auch seine Risiken. Und damals wurde gesagt, dass die damals gängige Praxis mit einer anästhesierenden Salbe den Penis einzureiben und dann zu operieren, dass das ausreichend schmerzlindernd sei. Das wurde schlicht und einfach für absurd gehalten. Das ist natürlich ja völliger Blödsinn gewesen. Das heißt, diese insbesondere sehr frühe Vorhautentfernung mit einer durch Salben herbeigeführten sogenannten Lokalanästhesie ist natürlich medizinisch gesehen absurd. Ich halte das nach wie vor für ein ja letztendlich grausames Verfahren. Das sage ich ganz offen. Das ist kein Verfahren, was ich akzeptieren könnte.
Aber auch im späteren Alter ist ja letztendlich diese Beschneidung, wenn man sie ohne Betäubung durchführt, durch nichts zu akzeptieren. Also vom medizinischen Standpunkt aus ist das ein vollkommen unethisches Verhalten und im Prinzip eine in meinen Augen grausame Praxis. Also da kann ich nicht zurück und da kann man auch gar nicht andere Begriffe verwenden. Vom medizinischen Standpunkt aus geht das nicht, was dort passiert. Abgesehen davon, dass die Beschneidung selbst, das ist ja nur der Prozess der Beschneidung, dass die Beschneidung selber überhaupt durch nichts eigentlich zu rechtfertigen ist, denn hier wird ein sehr wichtiges Organ irreversibel entfernt. Und dieses Organ ist nicht ganz ohne Sinn und Zweck gewachsen, denn es hat wichtige Funktionen für die Eichel und es hat ganz wichtige Funktionen aufgrund seiner erhöhten Sensibilität später auch in der, wenn man so will, Sexualreifung des entsprechenden Menschen. Also die Vorhaut ist nicht einfach nur irgendein Stück Haut, was da entfernt ist und alles andere ist ja nicht so schlimm. Ja, diese Betäubungsfrage haben ja viele Abgeordnete damals behauptet, sei so ein Schlüsselpunkt auch ihrer Entscheidung gewesen, dem Gesetzentwurf letztlich zuzustimmen, weil dieser Salbe ja also da zauberhafte Wirkungen nachgesagt wurden. Nur wenige Monate nach dem Beschluss hat diese Salbe ja auch ihre Zulassung überhaupt erzogen bekommen für diese Eingriffe, ne, und war für Genitalschleimhaut von Kindern unter 12 Monaten sowieso gar nicht mehr zugelassen. Da hat die Richtig. Süddeutsche Zeitung ja auch noch einmal ausführlich darüber berichtet. Das blieb aber völlig ohne Widerhall in der politischen Landschaft, was ja Ja. umso erstaunlicher ist, weil viele durchaus gesagt haben, ach, Gott sei Dank, die Betäubungsfrage ist geklärt, nur dann kann ich jetzt Gott sei Dank ja dem Gesetzentwurf zustimmen, dann hätten sie ja im Endeffekt ihre Entscheidung nachträglich revidieren müssen. Das hat niemand getan, soweit ich das mitbekommen habe in der Öffentlichkeit. Unabhängig jetzt mal von dieser Zulassungsfrage, aber es ist auch absurd, diese Salbe hat gar nicht diesen Effekt, der ihr zugeschrieben wird. Das heißt also, dass dadurch eine Schmerzlosigkeit erreicht wird, ist schlicht und einfach falsch. Da haben ja nun namhafte Wissenschaftler, insbesondere auch Anästhesiologen, zur Stellung genommen. Also das ist einfach ein Quatsch. Und deswegen nach wie vor ist das eine in meinen Augen auch, und ich bezeichne das immer noch so, grausame Praxis. Das ist nicht notwendig. Und es sollte, also da sage ich immer, müssen sich die Religionen oder die kulturellen Gemeinschaften einfach bewegen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen, das wissen wir ja. Anderen Ländern, wo man sozusagen die Beschneidung rituell durchführt oder sagen wir mal, in dem nur sozusagen ein winziges Bluttröpfchen gewonnen wird. Auch das ist immer noch eine Verletzung, aber damit könnte ich persönlich noch leben. Das ist nur eine, wenn man so will, pro forma durchgeführte Form, die letztendlich natürlich nichts gemein hat mit der tatsächlich dann erfolgten Beschneidung. Ich weiß, es gibt solche jüdischen Gemeinden und das ist doch in Ordnung. Also mit der Praxis könnte man gut leben. Ja, das ist nur die Frage, ob sie das tun und wie lange man darauf warten kann als Staat. Ne? Also wir sagen darauf immer, Menschenrechte sind keine Privatsache einzelner Communities, sondern ja ein Thema für uns alle, weil sie ja auch uns alle betreffen. Sind ja alle Jungs in der Hinsicht jetzt schutzlos gestellt, völlig unabhängig der Motivation, die die Eltern haben, das vornehmen zu wollen. Insofern, das Risiko besteht für jeden Jungen, also müssen wir uns auch alle darum kümmern. Ne? Also das ist ja auch die Form von Zusammenleben, die wir wollen in einer multikulturellen Gesellschaft, dass wir uns gemeinsam um die Umsetzung unserer Werte bemühen und uns nicht aufteilen. Richtig. Das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt noch dazu. Ja, dann am 26.11. 2012 war ja die Sitzung des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag und dazu gibt es ja eine Erklärung, die damals mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin abgestimmt wurde, die ich immer noch so exemplarisch finde. Wenn man die heute liest, fast 10 Jahre später, könnte man sagen, die könnte man heute eigentlich genauso wieder rausgeben. Da Genau. sind ja auch ausführliche Aufzählungen von Komplikationen, die damals dann gesammelt wurden, abgedruckt. Es ist auch dieses Problem mit der Salbe angesprochen worden. Es ist auf später leidvoll Betroffene hingewiesen worden. Und die gipfelt eigentlich in diesem, was ich in dem Satz, der Entwurf der Bundesregierung ist aus kinder- und jugendärztlicher Sicht strikt abzulehnen.
Das Ja, ist ja ein ganz, ganz klares Votum. Ähm, und was ich vor allen Dingen so interessant finde, Medizin ist ja auch oft in der Kritik öffentlicher Diskussion und man diskutiert Diagnosen, Handlungsweisen, die MedizinerInnen, die abgehoben sein und sich loslösen von Ethik und in Wissenschaft verlieren. Das gibt's ja alles immer. Aber ich finde, hier ist wirklich unglaublich klar dargestellt, der Respekt vor dem Individuum in diesen Sätzen, die möchte ich gerne mal zitieren, weil Sie ja sozusagen Mitautor dieses sind. Auch Eltern können hier ihre Einwilligung nicht stellvertretend für das Kind geben, da der Eingriff medizinisch nicht notwendig ist und die Eltern überhaupt nicht beurteilen können, welche Ansprüche an die Intaktheit seiner Körperoberfläche und seine sexuelle Erfüllung der Junge später hat oder nicht. Eigene Erfahrungen können hier kein Maßstab sein. Das finde ich nochmal, also für, ich sage es jetzt mal, knallharte SchulmedizinerInnen, finde ich das einen bemerkenswerten Satz, weil er so einen ethischen Standpunkt des Respektes dem Kind gegenüber ausdrückt. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. ja, ich kann das nur begrüßen, ich kann das nur nach wie vor unterstreichen. Diese Erklärung war für uns alle wichtig, das war für uns eine ethische Richtschnur und ich denke, sowohl der Berufsverband, ich weiß jetzt nicht, wie es um die deutsche Gesellschaft, also die wissenschaftliche Gesellschaft der Pädiatrie bestellt war, aber ich kann es nur sagen, vom Berufsverband wurde das Entschuldigung, ganz massiv unterstützt. die ist inberufen, also die ist auch inbegriffen in dieser, ist abgestimmt gewesen auch mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Ja, steht hier drin. Ja. Aber was ich so eklatant immer wieder finde, auch gerade wieder, wenn man jetzt auf die Debatte zurückblickt, ist, dass wie kann dann eigentlich eine riesige Mehrheit des deutschen Parlaments auf diesen fachmedizinischen Rat, diese ganz klare Stellungnahme, überhaupt nicht reagieren und ein Abstimmungsverhalten zeigen, was dem diametral entgegensteht bei der Frage eines medizinischen Eingriffs. Hat es sowas schon mal gegeben? Haben Sie das schon mal erlebt in politischen Debatten, dass Ihr Urteil derartig in den Wind geschrieben wurde? naja, also ich meine, wir erleben jetzt zu Corona-Zeiten teilweise schon absurde Diskussionen im Parlament, die allerdings im Wesentlichen von einer Fraktion sozusagen dort ja in das Reich Absurdistan gehören. Und das betrifft Corona und die entsprechenden Schutzmaßnahmen bei der Pandemie. Das haben Sie auch gehört, was dort für unwissenschaftliche und schlicht und einfach falsche und dumme Argumente aufgeführt wurden. Also der Bundestag grundsätzlich ist offensichtlich kein Ort, an dem Uneinsichtigkeit und ja, Falschinformiertheit, letztendlich auch falsche Aussagen nicht stattfinden kann. Nein, das ist er überhaupt nicht. Und damals, denke ich, war dieses Gesetz ja auch sozusagen, naja, es ist formuliert worden, weil man natürlich Schwierigkeiten fürchtete mit den entsprechenden Glaubensgemeinschaften und man offensichtlich diesen Konflikt nicht wollte. Also ich denke, das ist der Hintergrund dieses Gesetzes. Bin mir nicht so ganz sicher, inwieweit dort tatsächlich rationale Überlegungen, auch Diskussionen noch möglich waren. Ja, also wenn ich aber heute zum Beispiel einen Satz lese des Gesundheitsministers im Zusammenhang mit der Corona-Debatte, wir müssen hier vorgehen wie Mediziner, das hat er im Deutschen Bundestag am 10.12. Gerade gesagt, ne? Dann hätte ich mir gewünscht, dass er sein Abstimmungsverhalten vor 10 Jahren auch nach den Medizinern ausgerichtet hätte. Das hat er nämlich leider nicht getan. Das kann ich leider nie vergessen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie dann sowas sehen im Zusammenhang mit dem, was Kinder jeden Tag in Deutschland jetzt auszuhalten haben aufgrund der Ignoranz gegenüber der Fachmedizin in dieser Debatte. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, dass ich damals ja in dem Hearing geladen war, was von den drei großen Fraktionen des Bundestages einberufen worden war und wo auch ein Rabbiner nochmal saß, der war sogar Kollege aus Frankfurt, also sogar Anästhesiologist, Anästhesist und auch ein Imam und es war da der Ausschussvorsitzende, ich weiß nicht, welcher Ausschuss das genau war, aber das war eine Debatte, wo sicher eine Menge Fachpublikum da war und ich habe das vertreten, diesen medizinischen Standpunkt. Und ja, es
kamen auf mich so ein paar Fragen. Wo nochmal nach der genauen Prozedur gefragt wurde, also wie das vonstatten geht. Ich habe nochmal gesagt, dass es eigentlich ohne eine ärztliche Indikation ohnehin von uns gar keine Möglichkeit gibt, eigentlich sowas zu indizieren. Alles andere wäre tatsächlich echte Körperverletzung. Das kommt nicht immer gut bei solchen Gesprächen. Und dann wurden die Religionsgemeinschaften nochmal gefragt und die Muslime sagten, na ja, bei ihnen ginge das auch ein bisschen später und vielleicht könnte man da schon andere Anästhesieformen einführen, die also nachhaltiger wirken würden, aber trotzdem natürlich immer belastend sind. Und damals von der jüdischen Gemeinde wurde gesagt, nein, es gäbe keine andere Möglichkeit. Und mein Appell damals war nur gewesen, ob sich denn die Religionsgemeinschaften nicht bewegen könnten in diesem Zusammenhang. Und es wurde aber zum Teil kategorisch abgelehnt. Nein, es wurde also nicht angenommen. Und die Abgeordneten haben dazu gar nicht so viel gesagt. Es ging eigentlich nur darum, dass ja offensichtlich die Vorstellung bestand, dass also die Salbe, das hatte auch nochmal der Kollege aus Frankfurt, der gleichzeitig jüdischer Rabbiner war, aber auch Anästhesist, der hat gesagt, nein, also diese Salbe würde wirken und würde eben einen schmerzfreien Zustand ermöglichen. Das war offensichtlich Argument genug. Und dann war auch die Veranstaltung zu Ende und ich hatte das Gefühl, ich hatte so ein bisschen eine Outsider-Position. Also ich vertrat offensichtlich nicht die Mehrheit der Meinung der Abgeordneten. Ich hatte aber auch das Gefühl, es war im Prinzip eine schon von vornherein beschlossene Sache. Also es war keine Anhörung mehr, die sozusagen nochmal hin und her Argumente abwog, um dann vielleicht zu einem Urteil zu kommen. Ich hatte das Gefühl, das war eigentlich schon fertig. Mhm. Und ein grundsätzliches Recht auf körperliche Unversehrtheit, sexuelle und genitale Selbstbestimmung stand dann da gar nichts zur Debatte offensichtlich, wenn es nur um ein Wie ging. Ich hatte das Gefühl, die waren heilfroh, dass es zu Ende war, dass das Gesetz sozusagen über die Bühne ging und dass man, und das ist auch heute noch meine Überzeugung, dass man sozusagen keinen offenen Krach mit den Glaubensgemeinschaften und den Religionsgemeinschaften provozieren wollte. Ja, man kann ja feststellen, nach dem 12.12.2012 haben ja eigentlich die Politik und die Medien größtenteils ihre Arbeit zu dem Thema eingestellt. Ne? Also Genau. seitdem, bis auf Und wenige Ausnahmen, die man löblich erwähnen sollte, natürlich, die hat es gegeben, ist das jetzt ja leider ein Erfahrungswert. Also so ein, eigentlich ein total Top-Boykott. Diesem Thema, immer wenn es Jungen inkludiert. Ohne Jungs durchaus wird es durchaus manchmal aufgegriffen, auch sehr kritisch, sehr empört, manchmal sehr wenig sachlich, wo ich mich dann immer wundere, wenn man, weil wir ja gelernt haben, und das ist ja auch richtig, dass Sachlichkeit auch sehr wichtig ist, um Menschen bei diesen Themen zu erreichen, dann frage ich mich immer, bei weiblicher Genitalverstümmelung ist das dann nicht der Fall, wenn man also Eltern da massiv beschimpft und Kulturen pauschal beleidigt, die das tun. Das wundert mich immer ein bisschen, zumindest in der Frage, ob es zielführend ist. Und das ist ja für uns immer das wichtigste Kriterium. Es geht ja darum, Kinder zu schützen und nicht jetzt unbedingt unseren Emotionen Luft zu lassen, Raum zu geben. Das ist etwas merkwürdig. Aber jetzt sind 10 Jahre vergangen. Herr Dr. Fegler, ist das auch Ihr Eindruck, den ich gerade geschildert habe, dass man da eigentlich jetzt in einem völligen Stillstand verblieben ist, obwohl das Leid für die Kinder tagtäglich weitergegangen ist? ja, also politisch ganz sicher in einem Stillstand, das kann man sagen. Was sicher mehr Raum gegriffen hat, ist ein kritischeres Verhalten der Ärzte. Also das sehe ich schon deutlich. Es hat auch etwas Raum gegriffen, glaube ich, die Diskussion innerhalb der Elternschaft, wobei ich jetzt nicht weiß, ob sich das jetzt wieder durch Zuzüge verändern wird. Aber dass innerhalb zum Beispiel der Pädiatergemeinschaft jetzt die Beschneidungen in dieser Form noch so unterstützt werden, beziehungsweise eine Gleichgültigkeit dem gegenüber herrscht, wie ich das ja noch zu Anfang des Millenniums und eigentlich auch in meiner eigenen klinischen Weiterbildung noch erfahren habe, das hat sich sicher verändert. Also da sind sicher auch namhafte Vertreter ja der Kinderchirurgen
mit dran beteiligt an dieser neuen Bewusstseinsbildung und da kann man nur dankbar sein. Also das so ist. Ich selber habe damals durch meine Aktivitäten, die ich ja auch als Bundespressesprecher natürlich damals in die Öffentlichkeit getragen habe, tatsächlich den Ruf bekommen, also ich sei so einer, den man immer noch mal fragen müsste, ob eine Beschneidung notwendig ist. Und auch heute passiert es noch, dass mir Kinder vorgestellt werden mit der Frage, muss denn hier beschnitten werden? Gibt es hier einen medizinischen Grund? Ich kann sagen, zu 90% ist das Quatsch. Ich habe, glaube ich, von den vielen Kindern, die ich gesehen habe, ein einziges Kind gehabt, wo tatsächlich ein medizinischer Grund bestand. Aber auch da hat der Kinderchirurg schon gesagt, kann man eine schonende Form anwenden, die ja zu einem Teil noch auf jeden Fall das Präputium, also die Vorhaut, erhält. Und das, finde ich, kann man dann tatsächlich auch indizieren. Aber ansonsten gibt es, ich betone das nochmal, eigentlich kaum einen medizinischen Grund für eine Beschneidung. Man muss dazu noch erwähnen, die Beschneidung ist ja auch nicht ganz ohne und auch ganz unerheblich. Also es gibt ja zwar unterschiedliche Angaben in der Literatur, aber es gibt auf jeden Fall Angaben über ganz erhebliche Komplikationen und die meisten sind Blutungskomplikationen, gefolgt von Infektionen. Und die Komplikationsrate, ich glaube, in Deutschland liegt bei etwa 4 oder 5%. Das heißt, immerhin von 100 haben 4 bis 5 eine nicht unerhebliche Komplikation infolge einer unnötigen Operation. Und das ist teilweise in anderen Ländern, anderen Kulturen, wo unter ganz anderen Bedingungen in Anführungszeichen operiert wird, sicher nicht besser, sondern eher schlechter. Das heißt also, man sollte auch diesen Aspekt überhaupt nicht aus den Augen verlieren. Ja, wir organisierte Betroffene sprechen da immer noch von einer viel, viel höheren Komplikationsrate, denn die Spätfolgen im Erwachsenenalter werden ja gar nicht erfasst. Ne? Und auch von den Betroffenen auch nicht in Zusammenhang gebracht mit der Vorhautamputation. Das heißt, da ist die Dunkelziffer riesig. Und wenn man dazu rechnet, dass der Verlust von der Funktion der Vorhaut auch eine Komplikation ist, dann ist man bei einer dreistelligen Komplikationsrate. Ja, Das das ist gar keine Frage. Ne? Mir ging es, wenn ich es nur mal ganz kurz sagen, jetzt nur um die unmittelbar postoperative Komplikation. Die ist in Deutschland wahrscheinlich relativ niedrig. Die wird in anderen Ländern deutlich höher sein. Es gibt darüber hinaus ja bestimmte Praktiken auch der Blutstillung. Ich will das jetzt gar nicht näher ausführen, die aber ein hohes Infektionsrisiko beinhaltet, insbesondere zum Beispiel mit der Übertragung von Herpesviren. Und da gab es auch Todesfälle. Also man sollte das nicht kleinreden. Solche Komplikationen sind möglich. Und das war eine Operation, die eigentlich durch nichts, also zumindest medizinisch durch nichts gerechtfertigt ist. Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Sie vertreten das Deutsche Kinderbücher, jedem Kind eine Chance. Warum sind Sie auf dem Aufruf vertreten zum weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung? Und was könnten Beiträge in der Zukunft sein, um diesem Stillstandthema, wie wir ja eben festgestellt haben, zumindest im medialpolitischen Raum größtenteils, wieder Fahrt zu geben im Sinne der Aufklärung und des Kinderschutzes? Naja, im Prinzip haben Sie das eigentlich schon beantwortet. Das Deutsche Kinderbulletin will eigentlich politische Kindermedizin verbreiten und veröffentlichen. Und das Thema der nicht gerechtfertigten Körperverletzung bei Jungen durch eine medizinisch nicht begründete Vorhautentfernung ist ein wichtiges kinderpolitisches Thema, was Kindern Rechte nimmt und was in meinen Augen eine ganz erhebliche Körperverletzung darstellt. Und dazu kann man genauso wenig schweigen wie zu anderen Dingen, die mit der Verletzung von Kinderrechten zusammenhängen. Ich hatte vorhin erwähnt, die Kinder, die keine Chance haben für eine gute frühkindliche Entwicklung. Auch hier versäumt es die Gesellschaft, Mechanismen und Institutionen einzurichten, die diesen Kindern eine Chance verschafft. Denn diese Kinder, die später zu einem Großteil gar keinen Schulabschluss bekommen werden, stehen irgendwann auf der Straße und einem sehr, sehr traurigen Schicksal gegenüber. Nur die wenigsten schaffen es, sich zu Menschen und weiterzuentwickeln, die eine gute Sozialprognose haben. Aber hier in diesem Fall
dem nämlich der ungerechtfertigten Vorhautentfernung. Da ist ja eine direkte, ein unmittelbarer körperlicher Bezug da. Und Sie haben es vorhin schon erwähnt, Herr Schiering, das Leid, was man später als Erwachsener hat und was einem an Problemen daraus erwächst, das ist natürlich in dieser ganzen Anfangsdiskussion überhaupt nicht enthalten gewesen. Da ging es eigentlich nur um das Prozedere, um Schmerzfreiheit und wie auch immer. Und ich weiß, dass es hier eine Demonstration gab in Berlin vor dem Brandenburger Tor noch, pro Beschneidung, wo sich dann also entsprechend Beschnittene hinstellten und sagten, ja, mir hat's nicht geschadet und ich fühle mich wunderbar und also von da aus, also bin ich nach wie vor die Beschneidung. Außerdem würde es ja dem Peniskarzinom vorbeugen, wo man nur sagen kann, das Peniskarzinom hat ist so exzessiv selten, dass das ganz sicher keine Beschneidung rechtfertigt. Und ob es tatsächlich bei Beschnittenen so deutlich mehr auftritt als bei Nicht-Beschnittenen, ist immer noch die Frage. Also das sind alles keine Argumente, sondern es geht hier im Prinzip um, wenn man so will, ja, ich nenne es mal eigentlich um Macht. Es geht um die Macht von denen, die sagen, wie eine Religion zu gestalten ist und auszuformen ist gegenüber den Eltern und natürlich gegenüber den Kindern. Das heißt, wenn man kann es offensichtlich nicht ertragen, wenn es vielleicht auch mal kritische Eltern gibt, die dann fragen, wen auch immer von den Religionsoberen, ja, ist das denn dringend notwendig? Man kann das offensichtlich nicht ertragen, sondern besteht darauf, dass es durchgeführt wird. Für mich ist das ein Machtgehabe und das hängt mit der Macht der alten Männer zusammen. Und das ist vielleicht jetzt ein etwas, ich sag mal, offener Schluss, aber ich glaube, dass Beschneidung sehr viel mit Macht zu tun hat. Der Ausgang ist ja auch offen, aber wir hoffen, es geht weiter in die richtige Richtung. Und wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Dr. Fegeler, und wir hoffen, dass wir bald wieder zusammenkommen im Austausch für den Kinderschutz. Gleichfalls, vielen Dank. Tschüss.